Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für ein leckeres Rindergulasch mit Paprika. Dafür als erstes 4 bis 5 Zwiebeln abziehen und in kleine Würfel schneiden. Außerdem 2 bis 3 Knoblauchzehen abziehen und fein hacken. Und zum Schluss noch 3 rote Paprikaschoten entkernen und in mundgerechte Stücke schneiden. Danach einen großen Topf oder eine große Pfanne mit etwas Butterschmalz oder Öl erhitzen. Und sobald das Fett richtig schön heiß ist, das Rindergulasch portionsweise in die Pfanne geben und von allen Seiten ein paar Minuten scharf anbraten. Wenn die Unterseite schön gebräunt ist, das Gulasch einmal wenden und danach aus der Pfanne heben und erstmal kurz zur Seite stellen. Als nächstes Zwiebeln, Paprika und Knoblauch in die Pfanne geben und unter gelegentlichem Rühren für 3 bis 4 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen. Wenn das erledigt ist, einen gehäuften Esslöffel Tomatenmark und je einen Teelöffel Paprikapulver edelsüß und Paprikapulver rosenscharf zum Gemüse geben, Tomatenmark und Paprikapulver gut unterrühren und etwa eine Minute mit anrösten. Danach mit 200 ml Rotwein ablöschen und jetzt unter ständigem Rühren die Röststoffe vom Topfboden lösen und den Rotwein nahezu komplett verkochen lassen. Danach das Fleisch zurück in die Pfanne geben, außerdem 750 ml Gemüsefond oder Fleischfond dazu gießen. Alles sollte mit der Flüssigkeit bedeckt sein, zum Köcheln bringen und jetzt muss das Gulasch für ca. 2,5 Stunden bei niedriger Hitze sanft schmoren, gelegentlich mal umrühren und nach 2,5 Stunden sollte das Gulasch dann fertig sein. Wenn man das Fleisch ganz leicht mit einem Löffel zerteilen kann und die Soße richtig schön eingedickt ist, können wir das Gulasch servieren. Jetzt nur noch mit einer guten Prise Salz und Pfeffer abschmecken. Danach vom Herd ziehen und mit beispielsweise Bandnudeln oder Kartoffeln anrichten. Zum Schluss noch mit etwas gehackter Petersilie garnieren. Und das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.